Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Blackfolium die Hybrid Rifle Mag Pouch und die Hybrid Pistol Mag Pouch. Kürzlich haben wir euch von Blackfolium den Stratos Belt vorgestellt. Passend dazu gibt es jetzt auch die Mag Pouches. Das heißt natürlich nicht, dass diese Taschen ausschließlich oder nur auf diesem Gürtel verwendet werden können. Es sind nämlich im Endeffekt Molle-Taschen. Das heißt, ihr könnt die überall dort verwenden, wo Molle verfügbar ist, wie zum Beispiel auf Rucksäcken oder Plattenträgern. Wir haben hier eine, der Name sagt es ja schon, eine Hybrid-Tasche, Hybrid Pouch, gemacht aus Laminat und aus elastischem Material. Die Idee dahinter war, ihr kennt sicherlich die Blue Force Gear Taschen mit dem die 10-Speed Taschen, die relativ eng anliegend sind super, wenn sie leer sind, weil sie dann flach anliegen. Aber wenn man was rausholt, funktioniert auch hervorragend, aber zurückstecken ist eine Katastrophe. Und genau deswegen hat Blackfolium hier gesagt, wir machen hier eine Hybridlösung, dass ich im Endeffekt das Magazin schnell ziehen kann, die Tasche relativ flach anliegt, aber ich trotzdem dann beim Zurückstecken keine Probleme habe, weil hier einfach nochmal mit Tegris gearbeitet wird. Hat man hier vorne im vorderen Bereich eine kleine Tegrisplatte mit hier einer leicht abstehenden Schlaufe, die dann natürlich dann so eine Art Tunnel bildet, dass das Magazin dann sauber einfängt und dadurch das Zurückstecken auch hervorragend funktioniert. Das Ganze ist so konstruiert worden, dass ihr auch das Ganze entweder so nutzt, ohne eine zusätzliche Befestigung. Der Zugwiderstand ist hier ausreichend, dass die Magazine nicht von alleine herausfallen. Aber wer sagt, ich bin vielleicht in der springenden Einheit oder sonst irgendwo und braucht da einfach nochmal eine zusätzliche Sicherungsmöglichkeit, habt ihr hier mit dabei einmal Shockrod und ein Pull-Tab, wie ihr es hier an der Pistol und der Rifle Mag Pouch montiert seht. Das Ganze wird dann hier in diese Schlaufe vorne montiert. Und auf der Rückseite habt ihr die Tegris Grundplatte der Magazintasche und da ist auch nochmal ein Loch, wo ihr das Ganze durchfädeln könnt. Ich habe das jetzt hier bei der Rifle Mag Pouch nicht verknotet, damit man es einfach mal schnell entnehmen kann, damit ihr das mal seht. Und so wäre dann die Rifle Mag Pouch ohne den Zugwiderstand. Seht ihr auch, da funktioniert das hervorragend mit dem Zurückstecken. Man muss quasi nicht mal das Magazin irgendwie kanten, sondern kann da wirklich genau gerade reingehen. Das wird immer sauber angehoben. Ja, zur Befestigung am Plattenträger oder am Gürtel habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Einmal wäre das regulär Molle. Da hat man hier am Ende nochmal einen Tegris-Einfädler gebaut, den man auch beim Gürtel tatsächlich braucht, weil das alles sehr, sehr straff und fest ist. Und die Besonderheit hier ist, dass ihr bei dem Molle-System in Halbmolle-Schritten funktioniert oder in Halbmolle-Schritten lauft. Das heißt, ihr habt nicht eine normale Mollebreite, sondern ihr habt hier 12 mm breite Schlitze, die im Endeffekt sich auch wieder dann mit dem Gürtel decken. Und das gibt mir nicht nur die Möglichkeit, die Taschen hier fix an diesem Gürtel festzumontieren, sondern auch nochmal eine Möglichkeit, um die Höhe zu variieren. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rifle Mag Pouch nehme und die hier jetzt einfach mal einschiebe, in der obersten Schlaufe, gehe ich mal rein, mache hier mal das Magazin raus, dass ihr es besser sehen könnt, fädel ich hier einmal das Ganze durch. Ihr seht, es ist sehr straff, aber das ist auch so gewünscht. Und jetzt gehe ich hier in den ersten Halbschritt von der Magazintasche. Wenn euch das zu flach ist, könnt ihr auch einfach mit einem Schraubenzieher oder einem Multitool das leicht anheben. Das hilft auf jeden Fall bei der Montage, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Aber könnt ihr auch natürlich ohne Werkzeug machen, wenn ihr dann ein bisschen geduldiger seid. Ich mache das jetzt einfach mit Werkzeug, damit das hier ein kleines bisschen schneller geht, um das Video nicht unnötig in die Länge zu treiben. Und dann seht ihr, jetzt habt ihr eine Rifle Mag Pouch, die in normaler Höhe, wie man das auch von anderen Herstellern kennt, montiert ist. Ja, das heißt, die Magazintasche sitzt jetzt hier relativ bündig mit dem Taschenabschluss am Gürtel. Jetzt möchte ich aber hergehen und zum Beispiel die Pistol Mag Pouch hätte ich gern ein bisschen höher. Dann gehe ich her und fädel, bevor ich in den Gürtel überhaupt gehe, fädel ich hier die erste Molle-Schlaufe ein. Und damit habe ich jetzt natürlich das Ganze ein bisschen nach oben versetzt. Und durch die Tegris-Grundplatte ist es auch super steif. Das heißt, da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass es dann irgendwie wabbelig werden würde oder nicht richtig funktioniert nach oben. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, diese Pistol Mag Pouch hier leicht nach oben zu versetzen. Und ihr seht, die sitzt jetzt ein bisschen höher. Nehmen wir mal eine zweite nebendran und montieren die nochmal normal, dass ihr den Unterschied auch direkt sehen könnt. Die nehme ich jetzt und montiere sie so wie auch die Rifle Mag Pouch, dass sie mit der Taschenkante oben abschließt.
erste Schlaufe wieder. Zack, rein damit. Da nehme ich wieder den Schraubenzieher. Das ist mir hier ein bisschen zu flach. Ne? Da muss ich nochmal drunter gehen. Und dann kann ich das Ganze herausziehen. So. Hier auch nochmal Schraubenzieher zur Hand nehmen. Drücken. So. Und jetzt hätte ich hier, wie ihr sehen könnt, einmal eine Mac Pouch, die nach oben versetzt ist und einmal eine, die ein bisschen nach unten versetzt ist. Also auch das wäre möglich, hier in Stufen zu arbeiten, das zu montieren. Da habt ihr wirklich ein sehr, sehr modulares System, wie ihr die richtige Höhe von euren Taschen einstellen könnt. Okay, einmal eine Tasche wieder rausholen, denn wir haben hier auch noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar ist das ein optionales Zubehör, denken wir. Wir wissen es leider nicht genau, weil wir haben hier im Endeffekt das Zubehör so bekommen. Das sind die Stick-Angle-Adapter. Die sind dafür da, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Magazintasche und möchte die in einem bestimmten Winkel montieren. Da hättet ihr die Möglichkeit, das Ganze mit dem Adapter zum Beispiel diagonal zu montieren. Das macht man immer dann, wenn man keinen Platz am Gürtel hat zum Beispiel oder wenn man den Ziehwinkel optimieren will, dass die Hand sich nicht so arg verkanten muss, habe ich hier die Möglichkeit, dann die Magazintaschen entweder diagonal nach vorne oder nach hinten zu richten oder eben sogar in der horizontalen zu montieren. Das würde übrigens auch ohne den Stick-Adapter funktionieren, denn ich habe hier die Tegris-Stege, das heißt, ich kann hier auch in der horizontalen einfach hier das Ganze durchschlaufen. Auch da wieder nehme ich mir ein bisschen Werkzeug zur Hand, schiebe das Ganze hier durch und dann kann ich das Ganze hier, auch wenn es sehr straff ist, kann ich das hier auch in dieser Position montieren. So, jetzt bin ich richtig drunter, schiebe ich das einmal durch. Eieiei, das ist echt straff. Also mit ein bisschen Liebe würde es sicherlich gehen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil wir haben hier natürlich ja auch noch den Stick-Adapter. Und mit dem arbeiten wir jetzt einfach, um das in der horizontalen auch dann zu demonstrieren. So, der Stick-Adapter funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt eure Molleschlaufe und tut die ein bisschen verstecken, denn die brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, ich nehme mir hier die letzte Schlaufe zur Hand, stecke da das Tab rein. Und dann versenke ich das Molle. Dann habe ich das hier schön aus dem Weg. Jetzt habe ich hier den Adapter. Idealerweise geht ihr vielleicht auch erst in den Gürtel damit. Überlegt euch, in welche Richtung ihr das Ganze einbauen wollt. Das heißt, ihr nehmt den Adapter, schiebt den ein, schiebt den unter dem Tegris im Gürtel durch und geht dann auf der anderen Seite wieder raus. Dann habt ihr im Endeffekt hier eure Diagonale geschaffen. Und jetzt nehmt ihr einfach die Mac Pouch, hängt das einmal hier unten ein. Drehen wir es einmal um, dann seht ihr es besser. Einmal hier unten einhängen und dann habt ihr hier oben eine Schraube, die man setzen kann mit Hülse. Das heißt, die Hülse kommt hinten rein in das Schraubenloch. Dann drehe ich das Ganze einmal wieder nach vorne, setze hier meine Schraube noch drauf und dann verschraube ich das Ganze miteinander. Hoppala. Nicht getroffen. So. Okay, das wäre jetzt die Möglichkeit A, wie ich das machen könnte, um zum Beispiel dann das Magazin nach hinten zu kanten, um dann einfach in einer besseren Position arbeiten zu können. Gerade wenn ich jetzt hier im vorderen Bereich unterm Bauch bin, möchte ich nicht die Magazine gerade in meinen Bauch stecken haben, sondern ich möchte die vielleicht angewinkelt einsetzen, um dann eben auch den Platz vorne besser nutzen zu können. Im Übrigen, die Schrauben sind so gewählt, dass man auch mit einer 223-Hülse die Schrauben aufdrehen kann. Das funktioniert auf jeden Fall. Falls ihr denn im Feld mal was nachjustieren müsst oder umsetzen wollt, wäre das hier mit einer Hülse auch durchaus machbar. Es ist natürlich fummeliger als im Schraubenzieher, brauchen wir euch ja nicht sagen. Aber man hat extra diese Schraube in der Größe gewählt, um dann auch hier damit arbeiten zu können. Die Hülse könntet ihr auch drin lassen, wenn ihr durch den Gürtel durchfädelt. Ich empfehle aber, die Hülse auch zu entnehmen, weil es dann einfach hier ganz gerade sauber durchgeht. Und jetzt gehen wir nochmal in die Horizontale.
Da geht ihr einfach dann auch her, schiebt das Ganze durch 2 Streifen Tegris durch und dann verschraubt ihr das wieder. Und dann hättet ihr auch die Möglichkeit, entweder das Magazin nach hinten oder nach vorne stehen zu lassen, um hier idealerweise die Magazintaschen nutzen zu können. Unser Fazit zu den Hybrid Rifle und Pistol Mag Pouches von Blackfolium. Sehr, sehr gut und durchdachte Magazintaschen. Das Einzige, was wir lediglich aus eigener Erfahrung zu dem elastischen Band zu sagen haben, ist, das sieht nach relativ kurzer Zeit schon sehr gebraucht aus. Also es wird weiße Ränder bekommen von den Magazinen, das tut aber der Funktion keinen Abbruch. Also es ist jetzt kein schlechtes Material, im Gegenteil, es ist super robust. Wir haben das hier bei Frog Pro, ist dasselbe Material im Einsatz zum Beispiel und die haben das Enkelkit gebaut, das habe ich über ein Jahr lang täglich getragen und das sah aus wie 10 Jahre alt, aber die Retention war auf jeden Fall noch gegeben. Das ist nur, dass ihr es einfach mal gehört habt. Und das kann ich auch leider nur jetzt bestätigen beim Ranger Green Material. Eventuell ist es bei anderen Farben nicht der Fall. Ich denke mal, das ist jetzt hier gerade, weil die Farbe schwer zu bekommen ist. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Ihr bekommt das Ganze bei Blackfolium direkt in verschiedenen Farben. Die Jungs sind auch dabei, gerade hier ein Händlernetz aufzubauen. Das heißt, ihr müsst es eventuell in naher Zukunft nicht mal in Italien bestellen, sondern habt vielleicht dann auch die Möglichkeit, das anderswo zu bestellen. Wir finden, wie gesagt, eine sehr, sehr super coole Lösung, um in jeglicher Lage eine Magazintasche zu montieren. Egal, ob es an Molle ist, ob es horizontal, diagonal oder vertikal ist. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Magazintaschen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Schaut mal in unserem Shop vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo der Gürtel einmal im Ganzen gezeigt wird. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.